Owen ist ein erfahrener Ranger, der im Deepwood Forest Reserve im Westen Kanadas arbeitet. Den größten Teil seines Lebens widmete er dem Schutz der Tierwelt und der Urwälder. Als er an einem kühlen Herbstmorgen an einem kleinen Bach entlang patrouillierte, hörte er ein leises Stöhnen. Als Owen näher kam, entdeckte er einen jungen Bären, der in einem schlammigen Loch nahe dem Wasserrand lag und nach Luft schnappte. Das Fell des Bären war nass und schlammig, seine runden schwarzen Augen glänzten vor Verzweiflung. Es schien, als sei es stundenlang unbemerkt mitten im verlassenen Wald gefangen gewesen. Owen beugte sich hinunter und beruhigte das Tier sanft mit warmer Stimme und langsamen Bewegungen. Er wusste, dass der junge Bär durch eine einzige hastige Bewegung in Panik geraten und die Situation gefährlicher werden würde. Obwohl es leicht zu regnen begann, blieb Owen hartnäckig näher und versuchte, den jungen Bären aus dem Schlamm zu ziehen. Nach fast einer halben Stunde Kampf im Schlamm hob er den Bären schließlich sicher ans Ufer. Der junge Bär lag keuchend im Gras, sein Körper zitterte vor Kälte und Erschöpfung, seine Augen waren noch immer auf Owen gerichtet. Er wickelte einen Schal um seinen Körper, rieb ihn sanft, um ihn warm zu halten, und reinigte seinen Kopf vom Schlamm. Owen suchte nach ernsthaften Verletzungen, zum Glück handelte es sich nur um Erschöpfung und Kraftverlust. Vorsichtig nahm er etwas Wasser aus der Flasche und gab es in kleinen Schlucken durch die Hand. Zuerst war der Bär schüchtern, aber nach ein paar Schlucken Wasser fasste er mehr Vertrauen. Owen rief nicht um Hilfe, sondern beschloss, die ganze Nacht an der Seite des Tieres zu bleiben, um die Situation zu beobachten. Er baute in der Nähe ein kleines Zelt auf und kümmerte sich darum, während er einen angemessenen Abstand einhielt. Am nächsten Morgen, als das Sonnenlicht durch die Bäume fiel, konnte der Bär auf allen 4 Beinen stehen. Es taumelte zu Owen, schnüffelte an seinen Schuhen und vergrub seinen Kopf in seinem Knie. Dieser Moment bewegte Owen zutiefst. Er wusste, dass er gerade Kontakt mit einem wilden Geschöpf aufgenommen hatte. Nachdem Owen den Bären einige Stunden beobachtet hatte, beschloss er, den Schal abzunehmen und ihn seinen eigenen Weg wählen zu lassen. Der junge Bär sah ihn ein letztes Mal an und ging dann langsam auf den nebligen Wald zu. Owen blieb lange Zeit still stehen und beobachtete, wie sein Schatten zwischen den moosbedeckten Baumstämmen verschwand. Obwohl er kein Wort sagte, drückten die Augen des Bären seinen tiefsten Dank aus. Von diesem Tag an hatte Owen immer ein paar Äpfel dabei, wenn er durch den Wald patrouillierte. Ungefähr 3 Wochen später begegnete Owen dem jungen Bären erneut auf dem Pfad in der Nähe des alten Bachs. Es ist jetzt gesünder, sein Fell glänzt und seine Augen leuchten heller als zuvor. Als es Owen sah, blieb es stehen, rannte aber nicht weg, sondern blieb still sitzen, als würde es auf etwas warten. Owen öffnete seine Tasche, nahm einen leuchtend roten Apfel heraus und rollte ihn vorsichtig in Richtung des Bären. Der junge Bär schnüffelte und nahm dann vorsichtig einen Bissen mit einem glücklichen Gesichtsausdruck. Von diesem Tag an tauchte der Bär jedes Mal unerwartet auf, wenn Owen auf Patrouille ging, als würde er ihm folgen. Sie treffen sich oft auf offenen Feldern, trockenen Bächen oder Waldrändern, wo nur wenige Menschen vorbeikommen. Owen versuchte nie, ihn zu zähmen oder ihm zu nahe zu kommen, sondern trug immer Äpfel. Der Bär ist nicht eingedrungen und hat nichts zerstört, er ist einfach leise gekommen, hat den Apfel gefressen und ist dann in den Wald zurückgezogen. Eine seltsame Freundschaft, die keine Sprache braucht, nur Vertrauen und süße Äpfel. An einem frühen Frühlingstag wurde Owen beauftragt, den Kern eines tiefen Waldes zu erkunden, der noch nie von menschlichen Schritten berührt worden war. Er bereitete Zelte, Essen und Ausrüstung vor und machte sich dann allein auf den Weg tief in die Wildnis. Am späten Nachmittag regnete es stark, starke Winde ließen Bäume umstürzen und den Boden rutschig werden. Owen war gezwungen, in einem kleinen Tal ein provisorisches Zelt aufzuschlagen, um dort die Nacht zu verbringen. Er machte ein Feuer an, aß eine schnelle Mahlzeit und legte sich dann inmitten des kalten, raschelnden Geräuschs des Waldes hin, um sich auszuruhen. Als Mitternacht vorüber war, spürte er, dass in der stillen Atmosphäre etwas nicht stimmte.
Der Schwarm Wildvögel, der normalerweise am frühen Morgen sang, war verstummt, und der Wind hatte aus der Ferne einen seltsamen Geruch. Er sprang auf, als er seltsame Geräusche hörte, wie leichte, aber schnelle Schritte aus verschiedenen Richtungen. Owen leuchtete mit seiner Taschenlampe umher und bemerkte grüne Augen, die zwischen den Büschen hervorlugten. Er verstand sofort, ein Rudel Wölfe näherte sich und umzingelte das Lager aus vielen verschiedenen Richtungen. Allein in der Wildnis und ohne Handyempfang wusste Owen, dass er nicht entkommen konnte. Er zog sein Messer und wappnete sich für den bevorstehenden, unvorhersehbaren Überlebenskampf. Von allen Seiten tauchten im schwachen Mondlicht allmählich die schlanken und beweglichen Silhouetten von Wölfen auf. Sie gingen leichtfüßig, aber berechnend, ihre Augen waren scharf wie Messer und direkt auf Owen gerichtet. Er lehnte sich gegen den großen Felsen und versuchte, ruhig zu bleiben, obwohl sein Herz vor Angst hämmerte. Ein Leitwolf knurrte leise und signalisierte den anderen offenbar, näher zu kommen. Owen schwenkte die halb brennende Fackel und schrie, um die wilden Tiere zu verscheuchen. Doch der Hunger ließ die Wölfe nicht so schnell aufgeben und sie kamen immer näher. Owen rutschte aus und fiel hin, die Fackel fiel ihm aus der Hand und das Feuer erlosch in der Pfütze. Er hatte nur ein kleines Messer in der Hand und einen rücksichtslosen Blick in den Augen, bereit, alles aufzugeben. Ein Wolf stürzte sich auf ihn, aber Owen wich aus und stach mit seinem Messer in die Luft. Gerade als es so aussah, als würde er angegriffen werden, ertönte ein lautes Brüllen vom Waldrand. Das Wolfsrudel blieb sofort stehen und drehte den Kopf in die Richtung des mächtigen Brüllens. Aus der Dunkelheit tauchte eine große Gestalt mit dickem Fell auf, deren Augen im Nebel leuchteten. Es ist der Bär. Derselbe Bär, den Owen gerettet und mit dem er süße Äpfel geteilt hat. Der Bär brüllte wild, und das Brüllen ließ die Wölfe zurückweichen und ins Wanken geraten. Es stand mit gesträubtem Fell zwischen Owen und dem Rudel, sein Körper eine lebende Wand. Die Vorderbeine sind stabil, der Kopf tief gesenkt, bereit, sich auf jede Bedrohung zu stürzen. Ein Wolf versuchte vorzurücken, wurde jedoch vom Bären mit einer kräftigen Klaue niedergeschlagen. Der laute Lärm veranlasste das Wolfsrudel, sich zu zerstreuen und in den Dschungel zurückzuziehen. Der Bär verfolgte ihn nicht, sondern stand einfach nur da und knurrte leise als letzte Warnung, bevor er sich umdrehte. Owen lag regungslos da, die Augen weit geöffnet, und konnte den Anblick, den er gerade erlebt hatte, nicht fassen. Der Bär näherte sich ihm und berührte leicht seine Hand, als wolle er prüfen, ob alles in Ordnung sei. Sein Blick wurde sanfter, nicht mehr grimmig, sondern warm und wissend. Owen hob sanft seine Hand, um das vertraute warme Fell zu streicheln, und seine Gefühle stiegen in ihm hoch. Der Bär stupste ihn einen Moment lang an der Schulter an, als wollte er sagen, ich vermisse dich und ich habe dich nicht vergessen. Er flüsterte, danke, und für diesen Moment waren sie beide mitten im Wald still. Der Bär stand auf und ging langsam in den Morgennebel, der sich allmählich im Wald lichtete. Owen setzte sich auf, atmete erleichtert auf und beobachtete, wie die Silhouette des Bären zwischen den Bäumen verschwand. Ein stilles Versprechen wurde gehalten zwischen Mensch und Wildnis. Von diesem Tag an brachte Owen immer Äpfel mit, wenn er auf Patrouille ging, in der Hoffnung, seinen alten Freund wiederzusehen. Jeder Apfel ist nicht nur ein Geschenk, sondern ein Symbol des Vertrauens und der Dankbarkeit. Er erzählte den neuen Schülern die Geschichte als Beispiel für die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Zuerst glaubte es niemand, aber Owen selbst wusste, im Wald, unter dem dicken Fell und den warmen Augen, gab es echte Magie. Und irgendwo wacht dieser Bär immer noch über ihn, still wie ein stiller Beschützer. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.